Wer mein buntes Leben betrachtet, der kann besonders, wenn er weiß, wie es oft auch hinter den Kulissen zugeht, verstehen, dass auch mir manchmal etwas die Luft ausgeht. So sehr ich meinen Beruf auch liebe, so sehr brauche auch ich manchmal Ruhe und Zeit für mich selber. Der Jakobsweg mit seinen vielfältigen Facetten ist in seiner ursprünglichen Form ein Garant dafür, wieder zu sich selbst zu finden und durch die Natur, die Menschen und dem Gehen seine Akkus wieder voll aufladen zu können. Laufe schnell und du siehst viel, geh langsam und du siehst alles. Wir sind hier an einem wunderschönen Plätzchen, endlich wieder ein bisschen Schatten, wobei die letzten Tage, muss ich ja gestehen, waren mit sehr viel Wolken und sehr durchzogen mit Regenschauer, mit Stürmen und Blitz und Donner. Heute ist es schön und trotzdem kann ich hier ein äußerst positives Resümee ziehen über den weststeirischen Jakobsweg. Erste Etappe vom Tal bei Graz bis St. Pankrazsen. Der weststeirische Jakobsweg beginnt in Tal bei Graz in der Heimat von Arnold Schwarzenegger, wo sich auch das weltweit einzige Museum, das seinen Namen trägt, befindet. Der Weg ist ca. 150 Kilometer lang und seinen Pilgerpass sowie auch den ersten Stempel bekommt man in der von Professor Ernst Fuchs wunderschön gestalteten Jakobskirche. Bevor man losgeht, sollte noch eine Kerze angezündet werden und dann führt der Weg in 8 landschaftlich äußerst unterschiedlichen Tagesetappen nach Lavamünd in Kärnten. Der Weg ist in seiner ungemein abwechslungsreichen Vielfalt an Kultur, Natur und Spiritualität einzigartig. Es ist ein Eintauchen in ein ursprüngliches Österreich. Man lernt wieder Land und Leute kennen, die mit schneller, höher, weiter nicht sehr viel am Hut haben. Es war vom Wetter her wirklich alles dabei. Es waren Wetterkapriolen. Aktuell zur Aufnahme dieses Videos ist der Jakobsweg sogar wegen umgefallener Bäume etc. gesperrt, wird aber sicher in den nächsten Tagen wieder in Ordnung sein. Und trotzdem kriegst du natürlich mit, wie die Landschaft auf diesem Weg ist, wie die Menschen auf diesem Weg sind, was dir alles entgegengebracht wird und was du vor allem mitnehmen kannst. Und das, was ich mitnehmen konnte als erfahrener Jakobswegpilger, der in der Zwischenzeit, glaube ich, über 5500 Kilometer am Jakobsweg gegangen ist, er bekommt die Bestnote, der steirische Jakobsweg. Zweite Etappe von St. Pankrazsen über Bernbach nach Maria Lankowitz. Der behutsam verlaufende Übergang bei der Anreise nach Tal, meistens durch die Stadt, lässt Schritt für Schritt bei diesem Jakobsweg Wald, Wiesen, Almen anstelle von Hochhäusern, Asphaltwüsten und dem Großstadtdschungel treten. Geist und Seele werden während der ersten beiden Etappen von Mühsal, Plag und Miraden störender Eindrücke und Einflüsse befreit und können sich langsam ausbreiten. Die täglichen Herausforderungen im Wald, auf den Weiden und am Hof sind es, die die Menschen bis ins hohe Alter einen erfüllenden Sinn geben und die gerade auf diesem Weg gerne und offenen Herzens davon erzählen.
Und er ist ein Jakobsweg, der perfekt ist für all diejenigen, die schon immer am Jakobsweg unterwegs sein wollten, aber immer Angst haben, natürlich einerseits alleine unterwegs zu sein, andererseits in einem fernen Land unterwegs zu sein. Deshalb kann ich nur anraten, probiert einfach oder probieren Sie diesen Jakobsweg aus. Er geht je nachdem, wie schnell man unterwegs ist, zwischen 4 und 8 Tagen. Und was hier ganz besonders gilt, wirklich eintauchen in diese wunderschöne Landschaft und natürlich auch auf die Menschen eingehen, die einem begegnen. Dritte Etappe: von Maria Lankowitz bis Kloster St. Oswald. Laufe schnell und du siehst viel, gehe langsam und du siehst alles. Einen Satz, der mir oftmals in den letzten Tagen wieder durch den Kopf gegangen ist oder natürlich auch so, wie es auf dem Outdoor-Führer steht: Weststeirischer Jakobsweg, der Weg ist das Ziel. Ich grüße euch von ganzem Herzen jetzt gerade am Weg Richtung Edelschrott beim Weststeirischen Jakobsweg, und ich muss echt sagen, als jemand, der schon viele Jakobswege unterwegs war, dieser Weg ist großartig, um einzutauchen in die Welt des Jakobsweges, und das von der Haustüre aus. Und trotzdem sind es völlig neue Eindrücke, es sind wunderbare Erlebnisse, die selbst in diesen wenigen Tagen wieder möglich waren, aber natürlich auch, es kommen viele Fragen: Wie ist es denn mit dem Wetter? Es ist eine Katastrophe. Natürlich, die Bilder, die auf Facebook zu sehen sind, zeigen, dass es traumhaft schön ist etc., aber sie zeigen natürlich nicht, weil da ist auch die Kamera versteckt und gut verpackt, wenn es schüttet, blitzt, donnert und momentan fast kein Weg hier am Jakobsweg, wenn er im Wald ist, zu gehen ist. Man muss über Bäume klettern, kraxeln, man muss unheimlich viel ausweichen und man muss auch manchmal schnell schauen, dass man zum Beispiel zu einem Hochstand kommt, sich versteckt, weil die Bäume umfallen. Also es ist wirklich ein wahres Abenteuer, dieser Jakobsweg. Was aber auch wieder hier so stark zum Vorschein kommt, und ich denke mal, dass gerade die Laufgemeinde sich hier fragt: Alexander, du bist doch mit Leib und Seele Läufer. Ja, bin ich, und das wird sich hoffentlich gesundheitstechnisch auch niemals ändern, und ich hoffe, dass auch mit den Beinchen wieder alles in Ordnung werden wird, dass ich dann in Bälde wieder schön bei Laufveranstaltungen in den vorderen Plätzen zu finden bin, und wenn nicht, ist es auch nicht tragisch. Es geht ja darum, wie es so schön heißt, der Weg ist das Ziel. Aber ich darf das vielleicht einmal ganz kurz in einem Beispiel erklären, das mir jetzt gerade einfällt. Wenn man bei einem Laufevent unterwegs ist, dann huscht man natürlich von einer Labestelle, beziehungsweise wenn die Labestation da ist, man nimmt den Becher, zack, trinkt ihn, haut ihn weg und weiß gar nicht, wer einen diesen Becher gegeben hat. Und nun könnte es natürlich sein, dass gerade diejenige Person, die einem im Winter den Tee bzw. das ISO oder das Wasser in die Hand drückt, eine ganz bewegende Person im wahrsten Sinne des Wortes für dein Leben sein könnte. Und das ist hier eben möglich. Hier zählt Langsamkeit, hier zählt Bedächtigkeit, jede Möglichkeit, die, wenn einem jemand das Wasser gibt, man kommt ins Plaudern, man wird eingeladen zum Essen, zum Schlafen. Es ist hier momentan noch sehr viel Stromausfall in den diversen Orten, und es ist so herrlich, wenn dann plötzlich eine ältere Dame, die Frau Schweiger war das ganz genau genommen, plötzlich den Ofen anwirft und hier eine Eierspeis macht, so wie es früher heute noch war. Und das ist einfach großartig. Oder ich war auch an einem anderen Ort, wo auch wieder das Wetter ganz schrecklich mitgespielt hat und geschüttet, geblitzt hat, und auf einmal bin ich bei einer Familie gelandet, wo mir angeboten worden ist: Na, magst du einen Kirschkuchen, einen Kirschstrudel, einen Apfelstrudel oder einen Marillenstrudel? Na, in der Reihenfolge ist es dann noch gegangen. Also es wird einem hier in keinster Weise irgendwie Fahrt oder das Essen geht dann aus, egal wo auch immer du bist. So
wie du es ausstrahlst, so kommt es im wahrsten Sinne des Wortes zurück. Und es ist einfach, ich glaube, zusammengefasst, das Schönste am Jakobsweg, diese Freiheit. Viele, die ich getroffen habe, sagen, du traust dich, und besonders bei diesem Wetter, alleine unterwegs zu sein. Ja, genau das ist es, weil das ist deine Zeit. Wirklich, wenn du stehen bleiben möchtest, wenn du Durst hast, wenn du Hunger hast, wenn dich der Schuh drückt, ist es, und deswegen habe ich vorher gesagt, dein Herzschlag, dann richtest du dich dementsprechend nach deinen Bedürfnissen. Diese Stunden, diese Tage, Wochen oder bei manchen Monate, das ist wirklich deine Zeit. Und es ist so unfassbar, wenn man der Geschwindigkeit des Herzens folgt, wie einem da das Herz aufgeht. Und du strahlst das wirklich aus. Es kann, und verzeiht mir bitte diejenigen, die gerade im Seminarbereich tätig sind und viel erzählen, wie man denn leben soll. Ich kann nur sagen, geht einen Weitwanderweg, geht. Es muss nicht zwangsläufig der Jakobsweg sein, wobei der für mich schon eine ganz besondere Bedeutung hat. Aber geht und geht Tage, geht allein und lasst einfach alles das auf euch zukommen, was auf euch zukommt. Und es ist der schönste Parameter, wenn es einem vielleicht nicht so gut geht oder auch wenn es einem gut geht, dass dieser Weg ein Transformator ist. Er lässt das wirklich zum Vorschein kommen, was in jedem drinnen steckt. Denn der Alltag, der Beruf, die Kinder, die Familie, jeder will von euch etwas. Ihr müsst immer Energie geben. Und dieser Weg oder ein anderer, Wege, Gehen, die Natur vor allem, die sind uneingeschränkt da, um euch Energie zu geben. Und diese Energie transformiert ihr dann und gebt sie an andere wieder weiter. Und das spürt ihr. Es ist so unglaublich, egal, wenn du in die Kirche gehst. Ich habe heute auch in Maria Lankowitz in der Kirche, sprich in einem Pfarrerzimmer geschlafen. Und es war so herrlich und es war so schön. Und egal, auch wenn du irgendwo in einem Supermarkt hineingehst und dir etwas kaufst, du strahlst so unglaublich. Die Augen beginnen zu glänzen, wenn du hier unterwegs bist. Und auch wenn du manchmal irgendwo im Wald unterwegs bist und glaubst, es geht überhaupt nicht mehr weiter, weil Bäume über Bäume entwurzelt. Es ist wirklich gefährlich, das muss ich momentan echt sagen, hier unterwegs zu sein. Und trotzdem geht es immer irgendwie. Also es muss einfach dennoch der Mut zum Leben, der Mut zur Freude, der Mut zum Glück größer sein als die Angst davor, das nicht zu erleben und in seinem Trott stecken zu bleiben. Ich wünsche euch von ganzem Herzen einen wunderschönen Tag. Bei mir geht es jetzt, wie gesagt, nach Edelschrott. Es ist ein wunderbarer Weg, den ich hier noch gehen darf. Und es ist wirklich so, wie es auch hinlänglich bekannt ist, der Weg ist das Ziel. Und auf diesen Weg wollt ihr euch jetzt, weil ich habe gerade vor ein paar Minuten den Gedanken gehabt, euch ein bisschen mitzugeben. Es ist völlig konzeptlos natürlich hier, was ich euch mitgegeben habe, aber es ist das Konzept des Herzens gewesen. Alles Liebe, schönen Tag, euer Alexander. Während der dritten Etappe jenseits von Köflach betritt der Pilger dann endgültig den Dom der Stille. Ruhe, Einsamkeit und Erkenntnis. Wälder und Almen im steirisch-kärntnerischen Grenzgebiet. Es ist mir auf diesem Weg wieder so unfassbar viel Herzlichkeit entgegengekommen. Ich glaube, die Hälfte des Weges habe ich nahezu kein Geld ausgegeben, weil ich überall eingeladen worden bin, ob es jetzt von Übernächtigungen her ist oder auch vom Essen.
Also im Endeffekt habe ich mit ziemlicher Sicherheit all das, was ich hinuntergegangen bin, in Form von Gewicht wieder zugelegt. Großartiges Essen in vielen Variationen, ob es ursprüngliche Eierspeis war, die am Herd gemacht wurde, oder großartig ein Strudelpotpourri war dabei. Es war natürlich der steirische Backhändel mit dabei. Also es war alles das kulinarischer Natur und wirklich Österreich pur, dieser steirische Jakobsweg. Also es ist ein Eintauchen in das Feeling des Jakobsweges und man kann dort dann mit weniger Gepäck, und das ist vielleicht auch ganz, ganz wichtig, weil viele starten zum ersten Mal mit 19 Kilo, viel zu viel. Ich behaupte mal, hier kommt man durch mit 5 Kilo, 6 Kilo mehr braucht man hier nicht, denn man hat keinen Schlafsack mit, man braucht kein Handtuch mitnehmen. Man ist sehr reduziert unterwegs, weil die Pilgerherbergen oder die Familien, die sehr, sehr pilgerfreundlich sind, einem alles zur Verfügung stellen, wenn man denn dort einkehrt. Und er bekommt und hat, wie gesagt, die Bestnote, dieser steirische Jakobsweg. Es ist Österreich pur. 4. Etappe: Vom Kloster bis zur Choralpe nach Goding in Kärnten. Man ist hier wirklich allein, trägt keinen seelischen Ballast mehr mit sich herum und kann mit sich selbst ins Reine kommen, seine höchstpersönlichen Ketten sprengen und selbst auferlegte Grenzen überwinden. Dazu ist dieser Weg geschaffen worden. Egal, ob Sie Pilger oder Wanderer sind. Man bekommt auch mit, das waren jetzt so einige Eindrücke, die ich noch tief in meinem Herzen habe, wie zum Beispiel, dass ältere Menschen, die in den Städten bereits im Altersheim oder im Pflegeheim sind, weil sie von der Jugend natürlich keine Sinnhaftigkeit haben, wo können sie noch helfen, wo können sie anpacken, und das ist kein Vorwurf, sondern dort ist einfach an den Höfen, auf den Almen wahnsinnig viel zu tun und auch mit den Enkelkindern. Das heißt, die kommen dort wirklich ganz, ganz stark zum Einsatz und das mit Leib und Seele zu sehen, das macht einfach glücklich. 5. Etappe: Von Goding alternativ über den Wasserfallweg nach Sobot.
Der Pilgerweg ist wie der Lebensweg, immer vorwärts. Jeder nach seinem Rhythmus, jeder nach seinen Möglichkeiten. Der Weg ist Licht und Schatten, Einsamkeit und Gemeinschaft, Schmerz und Lächeln. Auf dem Weg wie im Leben gehst du und beobachtest, was dich umgibt. Du entdeckst den Wert der Beständigkeit, der Anstrengung, der Befriedigung, des Ankommens, des Erreichens von dem, was du dir vorgenommen hast. Den Alltag hinter sich lassen, die Kostbarkeiten der Natur entdecken, der Sehnsucht nach innerer Einkehr und Einfachheit nachgehen. So kannst du spiritueller Vertiefung Zeit und Raum geben. Der Weg bist du. Und auf der anderen Seite ist es fast ein bisschen schmerzhaft zu sehen, wie diese traumhaften Ortschaften und Gemeinden gerade in den höher gelegenen Regionen langsam aussterben. Die Kirche, die wird nahezu überall noch sehr, sehr gepflegt, aber Gasthäuser, Pensionen, solche Einrichtungen, da sieht man, die sind leider stehen geblieben, vor 30 Jahren zugesperrt, und wenn man mit vielen spricht, wo es denn nicht vor 30 Jahren waren, also vor wenigen Jahren noch, dann sagen viele, das geht sich nicht mehr aus aufgrund der Steuerlast, der Probleme, der Betriebsanlagengenehmigungen, und da habe ich erkannt, da sollte vielleicht auch ein gewisses Umdenken sein, denn so stirbt traditionelles Österreich leider aus. Denn diese Hürden, wie viele auch sagen, die ich getroffen habe, die alte Generation, die noch ihre Gasthöfe zum Beispiel betreibt, von denen, die noch offen sind, die Jugend, die geht in die Stadt, weil es sich unterm Strich nicht rentiert, und würden dort eben neue Betriebsanlagengenehmigungen jetzt zu machen sein, dann könnten die sich in der Regel all die Investitionen nicht mehr leisten. Also vielleicht gibt es da in gewisser Art und Weise ein Umdenken, das wäre schön. Sechste Etappe von Sobot nach Lavamünd in Kärnten. Ja, unterm Strich ein Jakobsweg, der es wert ist, dass er viel Werbung und viele Pilger bekommt, und ich bin fest davon überzeugt, jeder, der diesen steirischen Jakobsweg geht,
wird positiv davon berichten, wird überrascht sein, wie herrlich es ist, mal längere Zeit außerhalb der Städte unterwegs zu sein. Denn ich behaupte immer, so sehr ich Wien und andere Großstädte mag in ganz Österreich und auf der Welt, aber Städte sind doch zum Teil auch da, um von sich selber ein bisschen abzulenken. Also richten Sie den Fokus auf sich selber, auf die Natur und auf das Miteinander. Gehen Sie den Weg alleine. Das ist ein ganz wichtiger Tipp, den ich wirklich nur mitgeben kann. Zumindest einmal alleine gehen, denn das ist Ihre Zeit. Das ist die Zeit, die wirklich zu 100% einem selber gehört. Niemand lenkt ab, keine Ampeln, nahezu keine Ampeln, keine Autos, nur die Natur und der Pilger selber. In diesem Sinne, guten Weg und Buen Camino. Ja, und jetzt gibt es wieder die Möglichkeit, sich selber zu verändern und die Welt zu verändern. Kleine Handlungen mit riesengroßen Auswirkungen. Wer macht das heute schon? Etwas am Schmutz, am Wegesrand zu sehen, oftmals natürlich diese Dose, und sie einfach nicht nur liegen zu lassen, sondern einzustecken bzw. mitzunehmen, bis dann tatsächlich ein Mistkübel kommt. Und wie ich es gesagt habe, es ist eine kleine Handlung mit einer unfassbar großen Auswirkung für sich selber. Denn es zeigt, dass man weit über seinen Tellerrand hinausschauen kann, über seinen eigenen Garten, für diejenigen, die ein Haus und einen Garten haben, und auch Respekt zeigen, was außerhalb des Zauns ist, nämlich Respekt der Natur und der Welt gegenüber. Und ich versuche das nicht nur am Jakobsweg, sondern fast tagtäglich irgendwie umzusetzen. Und wenn es nur einmal am Tag ist, dann gibt es etwas einem selber, das einem das Herz aufmacht gegenüber der Natur und wo man das Gefühl bekommt, die Natur ist auch offenen Herzens für dich da. Probieren Sie es aus. Es ist ein kleiner Tipp mit möglicherweise großen Auswirkungen. Machen Sie das zum Beispiel vor Ihren Kindern. Machen Sie das vor Leuten, die mit Ihnen unterwegs sind. Und dann sind Sie, wie es so schön heißt, in der heutigen Zeit ein Influencer für etwas ganz Besonderes.